Henning hat gerade einen Anruf erhalten. Aus Südamerika. Von dem Detektiv, der für ihn arbeitet. Und dessen Namen Sie mir besorgen wollten. Das ist nun nicht mehr nötig. Er hat die Spur Ihres Mannes verloren. Du weißt doch genau, was ich will. Ich kann's mir denken. Du bleibst? Kathi, das haben wir doch schon zigmal durchgekaut. Es ist besser, wenn ich gehe. Und wenn ich dich bitte? Mein Werk! Man hat mein Werk zerstört. Adrian, das wusste ich nicht. Uli, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Habe ich mich wirklich so verändert? Schwinden Sie oder ich lasse Sie vom Platz entfernen. Immer noch die alte. Clara Kaufmann. Peter? Ich bin's. Dein dich liebender Ehemann. Das ist nun wirklich eine Überraschung. Ich sehe, du hast dich kein bisschen verändert. Im Gegensatz zu dir. Ich hätte dich wirklich nicht wiedererkannt. Aber du hattest ja schon immer einen schlichten Geschmack. Ich bevorzuge eben Understatement. Übrigens, ich habe mir mal das Anwesen angesehen, in dem du jetzt wohnst. Ganz nett. Du bist doch bestimmt hierher gekommen, um dich mit mir über Häuser zu unterhalten. Wie ich höre, bist du inzwischen Gräfin geworden. Du hast mich damals sitzen lassen. Hätte ich vielleicht darauf warten sollen, dass du irgendwann wiederkommst? Das ist noch lange kein Grund, mich für tot erklären zu lassen. Ich hatte damals wirklich geglaubt, du seist tot. Ich bin ja nicht böse, dass du einen so wohlhabenden Mann geheiratet hast. Ganz im Gegenteil. Aber das hatte ich dir bereits alles geschrieben. Ich habe von dir keinen Brief bekommen. Die Post ist doch nicht mehr das, was sie mal war. Aber wir können uns ja persönlich jetzt aussprechen. Mit diesem Bedürfnis stehst du allein da. Ich habe dir nichts zu sagen. Das ist bedauerlich, denn juristisch sind wir immer noch miteinander verheiratet. Was du nicht sagst. Und als dein Ehemann habe ich Ansprüche auf dein Vermögen. Kathi, versteh doch. Als Heino und du, als ihr euch abgesetzt habt, da habe ich versagt. Quatsch, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber wie soll ich auf dich aufpassen, wenn du nicht kooperierst? Ich habe dir doch schon versprochen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Das hast du mir schon zigmal versprochen. Und leichter gemacht hast du mir meinen Job bestimmt nicht, ha? Aber wenn du gehst, dann muss ich mich wieder an jemand Neuen gewöhnen. Und das will ich nicht. Außerdem vertraue ich dir. Mehr als jedem anderen. Weiß ich ja. Überleg's dir noch mal, ja? Und? Ich habe nichts gesagt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du bleibst. Ich fühle mich sehr sicher bei dir. Kathi? Ja? Okay, ich bleibe. Die Schaufensterpuppen gegen lebende Personen auszutauschen, war eine tolle Idee. Dann machen Sie Ihre eigenen Projekte. Aber lassen Sie die Finger von meiner Kunst. Ich wollte Sie doch nicht verärgern. Ich dachte bloß... Darüber diskutiere ich nicht mit Ihnen. Uli, Sie haben eigenmächtig ein Kunstwerk verändert. Das geht doch nicht. Veranlassen Sie sofort, dass Ihre Leute meine Objekte wieder ausziehen. Wenn etwas passiert, kommt keine Versicherung dafür auf. Adrian, jetzt warten Sie doch noch einen Moment. Die Kostüme sind empfindlich. Dann sollten Sie sie vielleicht das nächste Mal in einem Museum ausstellen. In Glasvitrinen. Uli! Ja, ist doch wahr. Wo und wie ich meine Objekte präsentiere, das müssen Sie schon mir überlassen. Adrian, Sie haben natürlich recht. Allerdings finde ich, dass Ihre Kunst so noch besser zur Geltung kommt. Das Ganze wirkt künstlich und lebendig. Ein lebendiges Kunstwerk, finden Sie nicht? Ja, und den Gästen gefällt's besonders gut. Darum geht es nicht. Meine liebe Adrienne, was für eine wundervolle neue Idee, deine Werke in dieser Form zu präsentieren. Ach, wirklich? Unglaublich originell. Eine lebendige Installation. Wie bist du nur darauf gekommen? Ich sage es gerne noch einmal. Aber ich habe wirklich kein Geld. Ach, erzähl mir doch nichts.
Du bist so reich, dass du dich auf deiner eigenen Insel zur Ruhe setzen könntest. Ich habe nichts als Schulden. Ehrlich. Bei mir ist absolut nichts zu holen. Oh, du konntest schon immer gut bluffen. Aber nicht mit mir. Ich bin rechtmäßig dein Ehemann und ich will die Hälfte deines Vermögens. Ja, was du willst, ist eine Sache. Ob du es bekommst, ist eine andere. Ich könnte mich natürlich auch von dir scheiden lassen. Aber dann würden die Behörden ja erfahren, dass ich gar nicht tot bin. Meinetwegen können wir es gerne drauf ankommen lassen. Wie dumm, dass dann allerdings auch deine Ehe mit dem Grafen von Anstetten ungültig ist. Aber das scheint dir wohl egal zu sein. Du bist wirklich tief gesunken. Ja. Und du bist jetzt ganz oben. Aber willst du wieder sinken? Deinen Titel verlieren? Wieder Clara Kaufmann heißen? Oder Clara Prozeski? Du hast keinen Anspruch auf mein Vermögen. Du bekommst keinen Pfennig von mir. Na, endlich kommen wir der Wahrheit näher. Alles, was ich besitze, habe ich mir hart erarbeitet. Wenn du nicht zahlst, dann gehe ich zu deinem Stiefsohn Henning. Der ist ganz wild darauf, mit mir zu sprechen. Lass dir Zeit beim Nachdenken. Ich melde mich wieder. Ich hab dich ja so vermisst. Ich habe uns was mitgebracht. Ein Video, du kannst doch im Moment nicht raus. Weißt du was? Klar. Wie, was denn? Du siehst heute wieder unglaublich bezaubernd aus. Danke, aber das meine ich gar nicht. Stell dir vor, Marc bleibt jetzt doch hier. Ist das nicht klasse? Ja, aber ich dachte, er wollte aufhören. Es hat mich auch wirklich viel Mühe gekostet, ihn zu überreden, aber er hat ja gesagt. Und wieso war dir das so wichtig? Ob nun Marc oder irgendein anderer Bodyguard, das ist doch eigentlich egal. Ich habe aber keine Lust, mich ständig an neue Leute zu gewöhnen. Außerdem hat er mir das Leben gerettet. Marc ist Bodyguard. Es ist sein Job, das zu tun. Also du bist ja vielleicht abgebrüht, hm? Darum geht es doch gar nicht. Mensch, Heino. Marc hat sein Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Würdest du das eigentlich auch tun? Wieso fragst du das? Natürlich, ich hätte mich auch zwischen dich und die Kugel geworfen. Na, dann habe ich ja jetzt schon 2 Männer, auf die ich mich 100% verlassen kann. Es geht mir darum, alltägliche Materialien zu entfremden. Moment bitte. In einen neuen Zusammenhang zu stellen. Das haben Sie gut gemacht mit der Musik. Ja, war ja auch echt eine abgefahrene Session. Also, wenn Sie wieder mal einen guten DJ brauchen. Werde ich an Sie denken. Wollt ihr etwa schon gehen? Hey, sag mal, deine Aktion hat ja voll reingehauen. Ja, bei den Gästen. Hey, die Journalisten fanden es auch total geil. Und diese Künstlerin hat einen riesen Aufstand gemacht. Immerhin ist es auch ihr Werk, was du verändert hast. Gott. Adrienne. Eine Frage noch. Aber gern. Wir sprechen uns später. Ja. Wie haben Sie denn die Präsentation gefunden? Nur was sagten Sie? Ja, ich auch. Frau Schneider, es tut mir leid. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Adrienne ist mittlerweile ganz begeistert. Vorhin war sie doch noch stinksauer. Ja, aber die Kulturjournalisten waren angetan. Gute Presse und Kritiken, verstehen Sie? Das hat sie schließlich überzeugt. Na bitte. In Ihnen steckt eben auch ein Künstler. Ich rufe ihn gleich nochmal an. Vielleicht weiß er inzwischen, wo Kaufmann ist. Es muss irgendwie möglich sein, diesen Mann ausfindig zu machen. Ich sag dir Bescheid. Ja. Geht in Ordnung. Vielen Dank. Ja, auf Wiederhören. Entschuldige, aber ich habe dich eben gar nicht reden hören. Alles klar, kein Problem. Ich wollte dich nicht vertreiben. Nein, ich bin sowieso fertig hier. Haben Sie denn gerade nicht ausgerichtet, dass ich angerufen habe? Nein, sie hat nicht zurückgerufen.
Ja, sagen Sie ihr bitte, sie soll sich melden. Danke. 6,5 und 2 Pilz. Hast du Kathi schon erreicht? Nein, und sie hat auch nicht zurückgerufen. Wahrscheinlich muss sie sich gerade um ihren armen lieben Marc kümmern. Red doch nicht so Quatsch. Mir geht Kathis Getue mit Marc sowas von auf die Nerven. Ja, schließlich hat er eine Kugel abgekriegt. Ist doch klar, dass sie sich um ihn kümmert. Und dass sie ihn regelrecht angefleht hat, bei ihr zu bleiben. Das findest du auch normal, ja? Er hat ihr das Leben gerettet. Warum hast du denn damit ein Problem? Warum? Sie ruft nicht mal mehr zurück. Weil sie nur noch diesen Idioten im Kopf hat. Ich interessiere doch gar nicht mehr. Hey, jetzt komm mal wieder runter von deiner Eifersucht. Ich bin doch auf den nicht eifersüchtig. Warum regst du dich dann so auf? Mann, ihr könnt mich alle mal! Scheiße, Mann. Hey, immer locker bleiben. Wenn dich das so ärgert mit Kathi, dann klär das. Wahrscheinlich checkt sie gar nicht, was bei dir abgeht. Ah, weißt du schon das Neueste? Herr Doktor hat eben noch mal für Sie angerufen. Er bittet dringend um Rückruf. Mach ich gleich, danke. Stell dir vor. Marc, bleib doch hier. Wie hast du denn das geschafft? Tja, ich hatte eben die besseren Argumente. Aber du brauchst Marc ja bald sowieso nicht mehr. Die Polizei geht davon aus, dass die Erpresser demnächst gefasst werden. Aber der Typ hat doch noch gar kein Geständnis abgelegt. Trotzdem, die Erpresser fliegen sicher bald durch die nummerierten Scheine auf. Bisher laufen sie aber noch frei rum und so lange brauche ich Marc auf jeden Fall. Ja, im Moment kann er ja ohnehin nichts für dich tun. Glücklicherweise hast du ja die beiden Zivilbeamten bei dir. Marc wird bestimmt bald wieder gesund. Ist er denn heute Abend mit uns? So gut geht's ihm leider auch noch nicht. Aber ich bringe ihm was hoch, dann muss er wenigstens nicht aufstehen. Ich habe bereits in der Küche etwas für Herrn Olaf fertig machen lassen. Ah, prima. Der Arme. Er hat bestimmt immer noch solche Schmerzen. Vergiss nicht, Heino zurückzurufen. Ja, mach ich. Ich bringe mir erst das Essen hoch. Und Uli, sind die Sachen alle in Ordnung? Ja, sieht so aus. Ihr wart echt klasse. Hat Spaß gemacht. Sah auch sehr sexy aus. Das sagt er zu mir nie. Ja, weil du immer Hosen trägst. Ja, vielen Dank, Sie waren wirklich toll. Jederzeit gerne wieder. Fein, also schönen Abend noch. Wiederschauen. Wiedersehen. Jetzt bin ich aber auch wirklich fertig. Es war ja auch ein anstrengender Tag, oder? Das kann man wohl sagen. Aber für Sie ja sicher auch. Anstrengend? Okay, einen Marathonlauf würde ich jetzt nicht mehr machen. Aber die Veranstaltung war doch wohl ein voller Erfolg. Es hätte nicht besser laufen können. Dank Ihrer tatkräftigen Unterstützung. Es war eine Menge Glück dabei. Also zwischendurch war ich sehr nervös. Glück hat nur der Tüchtige. Uli, Sie haben wirklich Talent. Hätten Sie Lust, wieder mal was in der Art zu organisieren? Danke. Nicht mit Frau Darbo. Es gibt ja noch andere Künstler, die hier gerne ausstellen würden. Also, was ist? Trauen Sie mir das zu? Ich weiß, dass Sie Ihren Laden gut gemanagt haben. Und Ideen haben Sie auch. Dann könnten wir uns mal zusammensetzen, wenn ein neues Event ansteht. Ich dachte eigentlich an was Dauerhaftes. Zum Beispiel als Geschäftsführer. Das Angebot kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Sie könnten sich in erster Linie um die Events kümmern und gleichzeitig wären Sie fest angestellt. Also erstmal danke für das Angebot. Eigentlich hatte ich vor, wieder was Eigenes aufzuziehen. Schlafen Sie erst mal drüber, hm? Ich werde es mir überlegen. Ohne Peter Kaufmann kommen wir keinen Schritt weiter. Ah, hier seid ihr. Guten Morgen. Hallo, Charlie. Guten Morgen. Trinkst du einen Kaffee mit uns? Ja, gerne. Viel Zeit habe ich allerdings nicht. Meine Veranstaltung gestern war so ein Erfolg, dass sich noch mal Journalisten angesagt haben. Oh, das freut mich für dich. Ja. Danke. Wir sitzen leider immer noch auf dem Trockenen. Ja, unser Detektiv war mit Clarissas Mann verabredet. Aber Peter Kaufmann ist nicht zum vereinbarten Termin erschienen. Und wir haben leider keinen Anhaltspunkt, wo er sich zurzeit befindet. Oh, dann stehen wir also wieder am Anfang. Kaufmann war unsere letzte Chance, Clarissa endlich hochgehen zu lassen. Von einem Bigamieskandal hätte sie sich nicht so schnell erholt. Dabei ist dieser Heiratsschwindel nicht ihre einzige Achillesferse. Ganz sicher nicht. Aber alles andere musst du ihr erst mal beweisen können. Aber bisher war sie immer clever genug, keinerlei Spuren zu hinterlassen. Ich habe wirklich alles ausgelotet. Clarissa ist wie
Wie ein Fisch, der einem ständig durch die Finger flutscht. Ja, dann müssen wir eben den richtigen Köder auswerfen. Ich weiß so viel über Clarissas Intrigen. Ich könnte ein Buch darüber schreiben. Eine Enthüllungsstory über Clarissa. Eine Art Biografie. Keine schlechte Idee, Charlie. Soll ich den Job bei Frau Schneider jetzt annehmen oder nicht? Also ich würde es machen. Kündigen kannst du immer noch. Hi. Hi. Hi, Daniel. Willst du in Charlie Schneiders neuen Bistro den Kellner spielen oder was? Nee, den Geschäftsführer. Sie möchte, dass ich die Events organisiere. Das Ganze soll einen künstlerischen Touch haben. 2 Milchkaffee wie immer, richtig? Also ich würde an deiner Stelle die Finger davon lassen. Der Job wird aber sehr gut bezahlt. Ja, aber deine Chefin hat Dreck am Stecken. Denk nur an die vertuschte Fahrerflucht und Tillmanns Unfall. Aber du hast doch selbst für Charlie Schneider gearbeitet, als ihr noch das No Limits gehört habt. Da hatte ich aber so gut wie nichts mit ihr zu tun. Bei Ulis Job ist das was anderes. Ich komme. Ja, ganz Unrecht hat Daniel ja nicht. Aber Menschen ändern sich doch auch. Ich glaube nicht, dass Frau Schneider sowas nochmal machen würde. Das weiß man nie. Fest steht, sie hat es getan und das war nicht okay. Wann musst du ihr denn Bescheid sagen? Sie wollte eigentlich gleich vorbeikommen. Oh, dann hast du ja nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken. Huch, wo kommst du denn her? Von draußen. Ja, das ist mir schon klar, aber wir waren noch gar nicht verabredet. Oh, stimmt ja. Ich habe vergessen, dich zurückzurufen. Ich habe den ganzen Abend darauf gewartet, dass du dich meldest. Och Mensch, das tut mir super leid. Aber diese Erpressung, ich bin total durch den Wind. Kann es vielleicht sein, dass du sauer bist? Nee, wieso? Oder enttäuscht? Immerhin konnte ich dir nicht helfen, als die Erpresser dich in den Wagen gezerrt haben. Quatsch, wie kommst du denn darauf? Ich weiß nicht, aber du bist in letzter Zeit ziemlich komisch zu mir. Komisch? Ich habe manchmal das Gefühl, du magst mich nicht mehr. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du ständig von Marc redest? Mich hingegen hast du abgeschrieben. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben uns doch erst gestern noch gesehen. Komm, sag schon, was findest du an ihm? Ist es, weil er dir das Leben gerettet hat und ich nicht? Also du bist ja wirklich blöd, sowas zu denken. Ich liebe dich. Merkst du das denn nicht? Es ist wirklich zu blöd, dass Frau Schneider meine Entscheidung so schnell braucht. Entscheidungen werden nicht unbedingt besser, wenn man länger darüber nachdenkt. Ich weiß nicht. Es hat doch auch Nachteile, wenn ich im Bistro als Geschäftsführer einsteige. Wieso? Was denn? Meine eigene Agentur könnte ich erstmal vergessen. Nicht unbedingt. Vielleicht wäre der Job bei Frau Schneider dafür sogar sehr nützlich. Wieso? Wenn du beides machst, die Kontakte, die du über Frau Schneider bekommst, kannst du auch für deine Eventagentur nutzen. Seid ihr immer noch bei dem Thema? Ja, du, wenn ich einen super Traumjob hätte, dann würde ich gar nicht erst drüber nachdenken. Ich verstehe dich schon. Vielleicht war ich vorhin ein bisschen hart. Immerhin musst du für sie arbeiten, nicht ich. Außerdem hat sie auch ihre guten Seiten. Immerhin hat sie sich an Tillmanns Grab entschuldigt. Ja, das habe ich ihr auch hoch angerechnet. Sie war doch sowieso nicht schuld an Tillmanns Tod. Nein, da kamen eine Menge unglücklicher Umstände zusammen. Ich will ja nicht ablenken, aber für den Job spricht auch, dass du deine Agentur in Ruhe aufziehen könntest, ohne finanziellen Druck. Hallo, ihr Lieben. Morgen. Schneider. Ein Cappuccino bitte, ja? Ja, bringe ich gleich. Und wie haben Sie sich entschieden? Ja, es war nicht so ganz einfach. Ich will jetzt keine Absage hören. Ja, also eigentlich wollte ich nur sagen, ich habe sehr lange drüber nachgedacht. Ich mache den Job. Wunderbar. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Guten Morgen. Guten Morgen. Moment, wissen Sie eigentlich zufälligerweise etwas über einen Brief, den Herrn Peter Kaufmann an mich geschickt hat? Keine Ahnung. Aber hier. Das ist der Name des Detektivs, den Sie haben wollten. Das hat sich inzwischen erledigt. Dann hätte ich mir die Mühe ja sparen können. Ich weiß Ihre Zusammenarbeit durchaus zu schätzen. Davon habe ich aber nicht viel mitbekommen. Wie sind Sie eigentlich an die Informationen gekommen? In der Bibliothek lag ein Ordner, an dem Henning seine Korrespondenz mit dem Detektiv aufbewahrt. Können Sie mir diesen Ordner beschaffen? Das ist viel zu riskant. Wieso? Sie haben mir doch auch den Namen des Detektivs beschafft. Ja, aber ich kann nicht einen ganzen Ordner verschwinden lassen. Das würde Henning sofort mitbekommen. Schon mal etwas von Kopiergeräten gehört?
Ich finde die Idee genial, eine Biografie über Clarissa zu veröffentlichen. Sie wird sich schwarz ärgern. Ihre ganzen Gemeinheiten werden hübsch verpackt der Öffentlichkeit vorgeworfen. Wir sollten uns so schnell wie möglich mit Charlie Schneider treffen und das ganze Projekt in Angriff nehmen. Schau mal. Was haben denn die beiden miteinander zu tun? Soll ich dir helfen? Danke, aber ich krieg das schon alleine hin. Klappt doch gar nicht so gut mit deiner Verletzung. Wenn Marc sagt, er schafft es, dann schafft er es auch. Entschuldigung, war halt nur gut gemeint. Das ist schon okay. Kannst du noch ein bisschen Kaffee geben? Ach, möchtest du auch noch was? Danke, ich habe noch, aber Heino. Verzeihung. Ich dachte, du wolltest dir selber einschenken. Komm, gib her. Nee, ich mach schon. Ich kann das alleine. Immerhin bin ich nicht angeschossen worden. Bitteschön. Ja, der Morgen ist sehr schön. Du warst auch schon unterwegs? Ja, ich war schon so früh wach und da wollte ich einfach ein bisschen rausgehen. Es ist so wunderschön hier draußen, wenn der Tau noch auf den Blättern liegt. Und die Sonnenstrahlen darin glitzern. Ja, genau. Ja, reiten würde ich übrigens auch gerne lernen. Ich frag mal meinen Arzt, ob das möglich wäre, so kurz nach der Operation. Vielleicht könnte ich schon nächste Woche mit dem reiten. Was gab es denn so Wichtiges, mit Clarissa zu bereden? Nichts. Wir haben uns nur Guten Morgen gesagt. Entschuldige bitte, Isabel. Aber für eine Begrüßung hat das Gespräch ein bisschen lange gedauert. Isabel, was hast du mit dieser Frau zu tun? Möchtest du noch was? Nein, vielen Dank. Vielleicht noch einen Saft? Wirklich nicht ganz lieb. Was ist denn? Ihr zwei Turteltäubchen, frühstückt wohl besser alleine weiter. Hey, bleib doch hier. Warte! Der ist aber auch empfindlich. Jetzt bleib doch mal stehen. Du kannst mich mal. Was ist denn mit dir los? Warum bist du so sauer? Wir haben doch nur ganz normal gefrühstückt. Was du nicht sagst. Du hast Marc doch fast gefüttert. Ich habe ihm nur geholfen, weil er verletzt ist. Das war ein bisschen mehr als helfen. Marc, möchtest du noch was? Vielleicht einen Kaffee oder einen Orangensaft? Oder darf ich dir ein Brötchen schmieren? Du übertreibst total. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Es ist wirklich zum Kotzen. Du schwärmst ja regelrecht für Marc. Das stimmt überhaupt nicht. Gib es doch endlich zu. Du bist total verknallt in Marc.